Bam! Willkommen im Teil 6. Wir bauen jetzt in meinen Audi A6 Competition Biturbo Quattro Supergeil Karre. Bauen wir jetzt die Endstufen ein, die bis jetzt noch gefehlt haben, weil wir ja nur Lautsprecher einbaut haben, wie in Teil 5. Ausgiebig zelebriert. Und jetzt in dem Teil 6, wie gesagt, bauen wir die Endstufen ein. Und das wird ziemlich tricky, weil wir stolpern hier von einer Falle zur anderen vom Audi A6, die technisch ziemlich haarsträubend sind, wo ich auch selber an meine Grenzen gekommen bin. Und in Teil 7 werden wir dann anschließend sofort den Subwoofer ins Auto einbauen, in einer ganz speziellen Art und Weise mit Glasfasermatten. Als Teil 8 wird es dann auch noch geben, wie stellen wir die ganze Anlage ein, welche Filter setzen wir an den Prozessor, welche Laufzeitkorrektur und wie gehen wir mit dem Equalizer um. Jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Ja, dann starten wir gleich, ohne lang zum Labern, direkt ins Auto rein. Ihr werdet mich in diesem Part öfters mal von der Couch aus sehen, weil wir euch von hier aus immer mal noch Zusatzinformationen zum normalen Video geben. Also los geht's jetzt mit dem Audi A6 Endstufeneinbau. Für unsere Stromversorgung verbirgt sich hier die Batterie. Das ist das gute Stück, steht also hier im Kofferraum drin. Wie kann man das auseinanderbauen? So, da hängen noch Kabel dran. An diesem Block. So, was haben wir denn hier? Hier ist eine Pneumatikpumpe. Das ist fürs Fahrwerk. Das ist unser Fahrwerk, Luftfahrwerk. Das kann man hier rausmachen. So, jetzt kann man das Ding hier wegmachen. Jawohl. So, das ist die Pumpe. Das lassen wir hier mal liegen. Und jetzt haben wir hier auch unseren Stromanschluss vom Audi. So, die zweimal gelöst hier. Wir haben jetzt hier die Schrauben weg, damit man das ein bisschen hier nach oben biegen kann. Wir wollen jetzt nicht die ganze Luftfahrwerksfederung hier ausbauen, den Kessel, sondern wir gehen jetzt hier weiter, machen mal die Plusverkleidung weg, sehen auch hier ist unser Pluspol und jetzt können wir das Ganze schon mal so weit aufmachen, dass man auch hier schon sieht, was hier von unserem Pluspol alles weggeht. Und das müssen wir uns jetzt auch mal näher anschauen und uns damit auseinandersetzen, was wir hier machen. Die Endstufe, die machen wir jetzt auch mal raus, damit wir genau sehen, was uns da überall erwartet. Die können wir, jetzt muss ich gerade überlegen, fangen wir mal mit der hier an. Das ist direkt an der Endstufe dran. So, einmal. Tut sich da schon was? Da tut sich noch nichts, weil da drüben noch mal eine Schraube ist. Also müssen wir den ganzen Endstufenträger rausmachen. So, einmal, dann noch mal eine Schraube. Ja, da unten sind noch 2 Zehner, müssten das sein. Das ist meine Anhängerkupplung. Ja, damit kann ich sie auslösen. Die hat vielleicht nicht jeder drin. Ich finde die aber geil. So, und jetzt haben wir das ganze gute Stück. Können wir jetzt rausnehmen und auch hier mal komplett abstecken. Das kann man hier nach unten klicken, so, und nach oben lösen. Dann haben wir den ganzen Stecker schon in der Hand. Wunderbar. Und dann haben wir noch unseren Lichtwellenleiter. Der Lichtwellenleiter kann auch hier geklickt und abgezogen werden. Hier haben wir ihn. Und das ist unsere Bose. Die ist jetzt erstmal draußen. Da kümmern wir uns wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr drum. Damit wir jetzt mal rausfinden, ob jetzt wirklich von hier aus jeder einzelne Lautsprecher hier im Auto verkabelt ist und hier seinen Anschluss findet, machen wir jetzt mal die Isolierung hier ein bisschen weg. Dann sehen wir besser hin. Jawohl. So, das kann man mit unserem ISO-Band wieder auch zusammen machen. Sollten jetzt alle Stricke reißen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier alles vorfinden. Ja. Schau mal, das ist das Kabel, das war der Subwoofer. Das haben wir gerade eben abgesteckt. Das ist mir also jetzt schon mal klar. Hier ist Subwoofer-Signal drauf. Und
Wobei jetzt das Subwoofer das kleinste Problem wäre, weil das können wir mal schnell hier sowieso neu verlegen. Wir wollen uns die Arbeit ersparen, zu den Tieftönern und Hochtönern und so weiter in die Türe ein extra Kabel legen zu müssen. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was wir vorne in den Türen für Lautsprecherkabel haben. Aber das schaut schon mal richtig gut aus. Wir haben irgendwo einen Tieftöner, einen rechten Tieftöner, einen Mitteltöner, Hochtöner. Also wir haben genügend zusammengedrillte Kabel, die meines Erachtens auf jeden Fall zu den Lautsprechern gehen. Okay, schauen wir uns das Ganze in der Türe mal an. Als nächstes zeigen wir euch ja, wie wir die ganzen Kabel von den einzelnen Lautsprechern zuordnen mit der Blopperei. Ja, da werden wir euch gleich zeigen, wie das funktioniert. Und an der Stelle hat uns auch der Kalle Bass auf Facebook zu unserem Videohinweis dazu erklärt, dass die Bose-Anlage gar keine 14-Kanal ist, sondern eine 12-Kanal. Und dann hat er mir noch einen Link mit dazu geschickt, wo tatsächlich in der Beschreibung drin steht, dass es eine 12-Kanal-Anlage von Bose für den Audi ist. Und also irgendwas stimmt jetzt nicht. Entweder hat tatsächlich Bose einen Schreibfehler drin, weil es gibt einen Mitteltöner in der D-Säule hinten dran. Ja, der hat auch einen eigenen Kanal, den kann man durchbloppen und stellt fest, das muss der Mitteltöner sein, was anderes bleibt nicht übrig. Wenn es doch nicht zur Soundanlage gehört, sondern wegen mir irgendwelche Sonderzeichen vom Fahrzeug, habe ich es bis heute nicht gemerkt, dass mir irgendwas fehlt. Die Lautsprecher sind jetzt sozusagen tot, weil wir ja absichtlich den Kanal 13 und 14 oder die hinteren Mitteltöner nicht genutzt haben und somit für mich nach wie vor die Bose-Anlage eine 14-Kanal-Anlage ist, auch wenn das Bose selber noch nicht verstanden hat. Und wem das Ganze jetzt dann zu trocken ist, wie man die ganzen Kabel rausprüfen und zuordnen und so weiter, der kann bei uns im Videobeschreibungstext im Inhaltsverzeichnis natürlich gleich auf die nächste Szene losgehen und den ganzen Teil überspringen. Wir haben jetzt hier vorne links ein grau-weißes Kabel. Und da schauen wir jetzt auch gleich mal am Verstärker, ob wir das grau-weiße Kabel wiederfinden. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben zwar hier ein grau-weißes Kabel, das schaut genauso aus wie das, was wir vorne hatten. Das ist aber komischerweise nicht so verdrillt wie die anderen. Vielleicht, das war jetzt Fahrerseite, wir machen jetzt die Beifahrerseite auch nochmal, um zu sehen, was da für ein Kabel drin ist. Und erst wenn wir das sehen, dann schauen wir mal weiter. So, den Hochtöner können wir auch rauslösen. Hier haben wir jetzt das schwarz-graue Kabel, das hier auch verdrillt ist. Schauen wir auch mal, ob wir das hinten am Verstärker finden. Okay, jetzt haben wir hier, das war das von links und da haben wir tatsächlich das schwarz-graue. Also das schaut schon sehr arg aus, dass man einfach rechten Hochtöner, linken Hochtöner, und bin mir auch sicher, wenn wir jetzt hier weiter runtergehen mit der Verkleidung, dann wird das grau-weiße Kabel auch irgendwann verdrillt auftauchen. Hier fängt es an, sich zu verdrillen. So, also das sind unsere zwei Kabel. Vorne links, vorne rechts, Hochtöner. Also von unserem Mitteltöner finden wir jetzt links ein blau-schwarzes Kabel mit weißem Kabel und der Tieftöner ist ein blau-braun mit braun-blau und braun-weiß. Schauen wir auch mal, ob wir die hinten haben. Weiß und braun-schwarz haben wir hier so nicht. Jetzt kann es natürlich sein, dass unsere Kabel hier tatsächlich eine andere Kabelfarbe haben wie in der Türe, weil natürlich zwischen Türe und Fahrzeug nochmal ein Kompaktstecker ist, wo vielleicht sich tatsächlich die Farbe wandelt. Jetzt haben wir aber noch den braun-blau und braun-weiß. Haben wir also zumindest mal hier farbentechnisch genau die gleiche Kabelfarbe wie unser Tieftöner. Nur der Mitteltöner scheint tatsächlich eine andere Farbe in der Türe zu bekommen, weil ich habe dieses blau, schwarz und weiße Kabel hier gar nicht. Dann schauen wir uns doch mal die Beifahrertüre an. Beifahrertüre Mitteltöner haben wir ein lilanes Kabel und ein braun-lilanes Kabel und ein rotbraunes mit schwarzbraun. So, wir haben hier lila mit braun und lila. Das wäre mal Mitteltöner rechts. Dann haben wir noch, ich vermute mal, dass das da dran auch der Mitteltöner von der linken Seite ist. Das die Kabelfarbe, die uns jetzt aktuell für vorne links fehlt. So, und rotbraun, schwarzbraun ist die Haselnuss oder unser vorderer rechter Tieftöner. Haben wir also auch hier. Und jetzt brauchen wir nur noch die hinteren in der Türe. Schauen wir uns das nochmal an. So, Kabelfarben haben wir hier rechts hinten
blau-gelb und grün-braun als Hochtöner. Und hier haben wir blau-gelb und braun-grün als Tieftöner. Ist die gleiche Kabelfarbe wie das hier. Jetzt schauen wir mal, ob wir die getrennt vorfinden, weil das für einen Hochtöner entsprechend dünner ist und für einen Tieftöner dicker. Braun, da ist es. Das ist unser Tieftöner. Blau-gelb, braun-grün. Und die gleichen Farben als dünneres hätten wir hier zu bieten. Nee. Ist das das gleiche? Nee, jetzt schauen wir mal, ob wir noch was anderes finden. Ich vermute nämlich jetzt, dass der hintere rechte gar nicht separat den Hochtöner gespeist bekommt, sondern als komplettes System über unser dickes Kabel und der Hochtöner das gleiche Kabel bekommt. Dem müssen wir aber auch noch auf die Spur gehen. Das könnte auch der hochtönige sein. So, linke Seite, gleiche Kabelfarbe wie rechte Seite. Das ist toll, sowas liebe ich. Ich weiß nicht, bin ich gar nicht gewohnt von Audi, dass die tatsächlich sowas machen. Das gibt es eigentlich nur bei Chinesen oder Franzosen. So, aber wir werden wahrscheinlich jetzt rausbloppen müssen, welche Kabel hier zusammengehören. Unser Center Speaker hat die Kabelfarben blau-braun und grün-gelb. Schauen wir auch mal. Jetzt hätten wir hier schon was mit blau-braun und grün-gelb. Aber das sind nicht genau die gleichen Farben wie vorne. Also das ist ein bisschen anders. Das müssen wir durchbloppen, ob das so richtig ist. Wem das jetzt zu viel Information auf einmal ist und wenn jemand viele Fragen hat, haben wir uns jetzt gedacht, hey, weißt du was, wir machen nach dem letzten Teil, also Teil, was sind das dann, 8 mit Prozessoreinstellungen. Also wenn das ganze Thema durch ist, wenn das ganze Fahrzeug einmal verfilmt ist, werden wir eine Live-Sprechstunde machen. Den Termin werden wir euch noch bekannt geben, wo ihr alle herzlich eingeladen seid, mit mir live zu chatten und da die Fragen zu stellen, wo dann noch übrig bleiben, damit wir das ganze Thema Audi A6 noch rund machen. Und dazu laden wir euch natürlich herzlich ein, aber den Termin geben wir noch bekannt. Wir haben durch das Bloppen jetzt schon rausgefunden, welcher Lautsprecher auf welchem Kabel hier tatsächlich ankommt, ob das alles passt. Wir haben bereits alles beschriftet, hier wie Tieftöner vorne links oder Center Speaker, Hochtöner vorne rechts. Das ist alles schon rausgefunden. Bleibt nur noch übrig ein paar kleine Kabel, das ist die Stromversorgung von der Endstufe, das ist irgendein Einschaltplus und die Steuerung. Das brauchen wir alles nicht mehr. Wir haben unsere Kabel, die wir jetzt für unsere Anlage brauchen, alle bereits beschriftet. Jetzt rede ich die ganze Zeit von Bloppen und jeder fragt sich jetzt vielleicht, was ist ein Bloppen? Wir können draufgehen. Wir haben jetzt hier, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 1,5 Batteriezellen, also Akkuzellen, zusammengelötet und haben jetzt eine Spannung drauf von 6 Volt. Ihr könnt daheim auch einen 9 Volt Block nehmen, der ja Plus und Minus hat. Und wenn ich an einen Lautsprecher Plus und Minus mit 9 Volt oder mit 6 Volt drauf gebe, dann ploppt der sozusagen, das ist das Geräusch, das er macht. Sehen tue ich dann, in welche Richtung er auslenkt, wenn ich Plus oder Minus verkehrt rum draufhänge. Und ich sehe natürlich und höre natürlich auch, wenn es eben ploppt, ich gebe den Ton drauf, dass das der Lautsprecher ist, den ich suche und kann mir das damit bestätigen. Und eben, ich kann die Phase des Lautsprechers prüfen, ob er Plus oder Minus verkehrt rum ist, weil hier im Auto die Kabelfarben meistens nicht rot und schwarz sind, sondern alle möglichen verschiedenen Farben haben und wir anhand der Farbe selber nicht unbedingt feststellen können, ist es jetzt Plus oder ist es Minus. Wir zeigen euch in der Praxis, wie es jetzt geht. Beim Ploppen muss man unbedingt aufpassen, dass die Leitung, auf die ich den Strom drauf gebe, tatsächlich nur bis zum Lautsprecher geht. Also das muss ich mir schon mal sicher sein, weil wenn jetzt da noch ein Verstärker mit auf der gleichen Leitung draufhängt, ich gebe hier Strom drauf, dann kann auch sowas kaputt gehen und das mag ich an der Stelle mal wirklich betonen. Ploppen tut man dann, wenn man ganz genau weiß, wo das Kabel hingeht und was ich tue. Das ist nichts für jedermann, der mal irgendwie so einen 9-Volt-Block nimmt und kräftig im Auto irgendwas umeinander ploppt. Man muss die Lautsprecherleitung schon kennen und wissen, die Leitung geht ausschließlich zum Lautsprecher und hat sonst keine andere Verbindung mehr. Wir haben hier bereits den Stecker komplett von der Endstufe abgenommen und hier sind logischerweise ja jetzt unsere Lautsprecherkabel so direkt schon dran. Jetzt können wir hier zum Beispiel, das ist jetzt Tieftöner vorne links, da kann ich jetzt drauf gehen und sagen, okay, dann versuchen wir mal zu ploppen. Da fest integrieren.
So, und jetzt drehen wir das Ganze mal um. Wer bloppt, muss man hier nochmal ergänzen, der darf nur ganz kurz immer dieses Kabel an den Lautsprecher dranheben. Das ist nicht dafür gedacht, einfach mal die Spannung dauerhaft dran anzulegen, weil dann haben wir dauerhaft Gleichstrom auf dem Lautsprecher und das schrottet eventuell euren Lautsprecher. Das wollen wir natürlich nicht. Also Bloppen, auch dieses Bloppen kommt zustande beim Ansetzen. Wenn das dran bleibt, dann ploppt gar nichts mehr. Also immer nur ganz kurz dran takten, dann passiert auch nichts und es ploppt. Um das Signal vom Autoradio abgreifen zu können, müssen wir jetzt auch die Multimedia-Einheit deinstallieren. Das erfolgt, indem man das untere Teil hier entriegelt, entklippt. Das ist also nicht geschraubt. So. Dann können wir das auf die Seite legen. Okay, gut. Und da unten gibt es jetzt auch noch eine Schraube. Die müssen wir aufmachen, damit das obere Multimedia-Gerät dann rausziehbar ist. So. Der Schalthebel, der muss übrigens jetzt in eine andere Stellung, also in Drive gebracht werden, damit das genügend Luft jetzt hat, hier die ganze Einheit rauszulupfen. Schau, da haben wir sie schon. So, und jetzt wird es, ich glaube, eine enge Geschichte. Ja, wir stecken das da unten alles ab, damit wir das besser handeln können. Das Erste, was wir aber machen müssen, bevor wir das Autoradio deinstallieren, Ganghebel auf Drive und dann am besten auch mal gleich den Strom vom Fahrzeug wegmachen, weil wir werden dann die Klimaanlageneinheit auch noch abstecken und das machen wir aber bloß stromlos. So. Wenn man den Strom nicht wegmacht an dieser Stelle und man macht irgendwas weg, wo irgendwelche Kontroll- oder Sensorik dran ist für Airbag-Leuchten, kann es sein, dass danach, wenn ich die Zündung wieder anmache, mein Airbag-Zeichen anbleibt. Ja? Das ist im Fehlerspeicher jetzt hinterlegt im System vom Fahrzeug. Das können wir hier mit unserem Programm ausprogrammieren. Bei uns ist es kein Schmerz. Wir machen das Lichtchen wieder weg, dann ist der Fehlerspeicher gelöscht. Wer sowas daheim hat und sagt, ja verdammt nochmal, jetzt habe ich irgendwas nicht ganz korrekt gemacht, jetzt habe ich auf einmal diese Airbag-Lampe ist jetzt an. In Gottes Namen, dann fahrt zum nächsten VW- oder Audi-Händler, der steckt sein Laptop kurz an, löscht den Fehlerspeicher, dauert genau 3 Minuten und dann ist das Thema vom Tisch. Kommt das Gerät hier mal raus und das ist schon echt knapp von der Kabelverlegung her. Also es wird auch eine kleine Herausforderung, unser Kabel jetzt da noch mit dazu an den Quadlock-Stecker mit anzuschließen. Also der Quadlock-Stecker ist schon noch so versteckt, dass man gar nicht sieht da unten drin. Jetzt müssen wir erstmal die ganze Kabel hier, ja, das muss jetzt erstmal weg. So, einmal, zweimal. So, dann haben wir da noch unseren Antennenanschluss. So, nochmal. Oh, da hängt schon ein bisschen was dran. Dann haben wir da noch ganz schön viele Antennenanschlüsse, wobei das, glaube ich, der USB-Anschluss ist. So. Jetzt haben wir ja schon hier, haben wir alle weg und jetzt kommen wir auch schon an unseren Quadlock dran. Aha, besser, also am besten so wenig wie möglich Anschlüsse wegmachen. Und jetzt mal den Quadlock versuchen rauszuziehen. Na, jetzt sind wir schon kurz vor unserem Ergebnis. Okay, da haben wir ihn. So. Einmal Quadlock, der an den Lautsprecherausgängen aktuell nicht belegt ist. Da hängen keine Kabel drin. Jetzt kam das Problem. Und zwar ein richtig fettes. Wir haben ja ursprünglich mal geplant gehabt, wir nehmen den Lichtwellenleiter, der direkt an der Endstufe hinten dran ist. Wir hauen Mobridge dran. Das ist ein Lichtwellenleiter-Wandler auf Cinch. Ist ja alles kein Problem, dachte ich. Das machen wir mal so geschwind rein. Das Ding kostet zwar ein paar Euro, aber das schließen wir alles hinten schnell an, sind wir gleich durch. So, und dann stellen wir fest, Lichtwellenleiter, Wandler,
Mobridge, die können gerade bis zum Softwarestand 3G und jetzt hat mein Auto den Softwarestand 5G. Ich mag mich jetzt enttäuschen, vielleicht nennt sich das 4G, auf jeden Fall habe ich was Neueres, wo Mobridge noch gar keine Programmierung dazu hat, da kommt die Technik nicht mit klar, weil der Datenbus noch viel schneller ist als der alte, bei dem das noch alles so lässig funktioniert hat. So, was habe ich jetzt? Einen Lichtwellenleiter, den ich nicht nutzen kann. Tot, aus. Der Gedanke ist weg. Und dann haben wir natürlich gedacht, ja klar, wir sind ja super schlau, wir gehen einfach aufs Autoradio drauf, also auf die MMI vorne, wo 4x50 Watt rauskommen, greifen das Signal analog ab, mit Lautsprecherleitung einfach bis hinter zur Endstufe und fahren halt analog in die V8 rein und sind die Super Kings. Und dann kam aber echt eine böse Überraschung und da habe ich überlegt, verdammt, sollen wir Jetzt glaube ich, bauen wir fast alles wieder aus. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Wir reden jetzt die ganze Zeit davon, dass wir in mein Audi die obergeile Anlage reinbauen. Und wir sind am Verzweifeln und am Resignieren. Jetzt schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Handschuhfach mal ausbauen. Da haben wir da unten 2 8er Schrauben. Da ist noch eine. Im Handschuhfach, so wie es ausschaut, nochmal 3 Schrauben. 1, 2, 3. Jetzt. Voila. So, jetzt können wir hier problemlos Kabel durchziehen, von hier nach da. Das können wir eigentlich auch so direkt machen. Und dann die Seitenschwellerverkleidung noch wegmachen. So, da raus, hinter den Kabeln rum. So, dann geht da nichts im Weg um. So, und jetzt können wir das hinten da bis da rüber. Oben können wir es gegebenenfalls. Ne, da bleiben wir gleich ganz hinten. Und kommt dann da wieder rein, oder? Sehe das richtig? Stört keinen. So, dann haben wir das Kabel hier. Mehr brauchen wir garantiert nicht, oder? So, kann man das so lassen? Ja. Der eine hier. Das war's. So, und jetzt können wir hier auch unsere Verkleidung wegmachen. Tatarata, machen wir es uns mal ein bisschen Komfort. Da ist ein Clip drin. Okay, dann gehen wir hinter. So, raus mit dir. Ha. Ha. Ah, okay, jetzt kommen wir ja easy durch. Bis daher können wir die Kabel hier unten durchlegen. So. Ja, da können wir sie problemlos rumlegen. So, und jetzt, warum geht denn das da nicht raus? Jetzt, so. Dann so. Was ist denn das hier eigentlich? Wo komme ich da durch? Gar nirgendwo. Ach, das ist der Kabelkanal oder was? Da muss ich den ja aufmachen. Jetzt so einmal, zweimal. So, jetzt haben wir ihn. Junge, okay, so schaut es auch bei Audi drunter aus. Okay, machen wir uns jetzt mal keinen weiteren Kopf drüber. Aber ganz ehrlich, ich glaube, da passt schon unser Kabel gar nicht mehr durch. Wir probieren es einfach. Wir legen es jetzt da quer durch. Das wäre die Herausforderung. Okay, kriegen wir irgendwie hin, oder? So, machen wir wieder zu. Schnell wieder zu.
So, geht. Okay, gut, Kabel durchgelegt. Jetzt sind wir mal da hinten, hinter der Rücksitzbank. Damit sind wir schon mal ganz schön weit. Können wir das Handschuhfach wieder reinmachen. Und da schauen wir mal, wie wir jetzt nach hinten kommen. So, und jetzt müssen wir das Kabel da unten durchbringen. Gut, dann können wir da weiter. Wo muss ich denn hin? Ich muss da hinten rein. Also werden wir gut, da sind wir durch. Können wir so liegen lassen. Ja, spüren tue ich schon. So, da haben wir es. Ziehen wir es da mal hoch. Und schauen wir mal, dass wir es da reinkriegen. Das sind schon wieder so Matten. Okay, läuft. So, und wenn ich jetzt schaue, dann tut es dem Kabel gar nichts. Gar nichts. Gut, dann sind wir schon mal hier. Und jetzt müssen wir noch mit dem Kabel am besten einmal unter der Verkleidung durch. So, das wäre mir jetzt am liebsten. Und dann kommen wir da hinten wieder raus. Mal schauen, ob ich das von hinten besser kriege. Hey, ich spüre es ja schon. Da ist es doch. Verdammtes Kabel, blödes. Ja, habe ich dich. Können wir die wieder rausnehmen? So. Wir haben den Kondensator, den haben wir jetzt die Möglichkeit da hinten zu installieren. Den werden wir da dran mit der Batterie verkabeln und natürlich mit den Endstufen. Das ist natürlich optimal, weil das unmittelbar daneben ist, weil wir die Endstufen auch hier auf die ursprüngliche Bose Endstufenmontageplatte drauf machen. Wir verkabeln den Kondensator jetzt vorab gleich mal komplett, damit wir die entsprechenden Kabellängen gleich dran haben. Und den packen wir nachher in Noppenschaum rein, damit der da hinten drin seinen Platz findet. Und oh, ja, da spricht nichts dagegen. So, jetzt haben wir erstmal die ganzen Kabel. Jetzt haben wir einmal das Kabel, das von der Batterie bis an unseren Kondensatorpol geht. Dann werden wir einmal ein 20 Quadrat haben für unsere Helix V8 und nochmal das 10 Quadrat Kabel für unsere Mosconi D2 500.1. Die können wir direkt so draufschrauben. So, die machen wir jetzt mal bloß leicht fest, dann können wir sie noch ein bisschen drehen. Und das gleiche gilt natürlich dann auch für die Masseversorgung. Bei der Masse habe ich jetzt hier extra schon 2 Ringösen dran gemacht. Einmal für den zentralen Massepunkt am Fahrzeug. Dann haben wir wieder Masse für die V8 und nochmal ein 10 Quadrat für die V8, für die D2-Endstufe. Und so, dass auf gar keinen Fall irgendwo ein Kurzschluss passieren kann, machen wir es ein bisschen auseinander. Gut, so, das auch zusammen. Hier nochmal. So, gut. Jetzt haben wir unsere ganzen Kabel und jetzt packen wir den ganzen Kondensator ein.
und schauen, dass das natürlich auch alles isoliert ist. Schauen wir mal, wie wir das am blödsten anstellen. Wir brauchen jetzt mal, damit der schön eingepackt ist. Der wird also weder warm noch kalt. Der arbeitet relativ neutral. Da kommt kaum Leistung, wo das zum Erhitzen bringt. Wollen wir die Stromanzeige, die wollen wir gar nicht sehen, weil die sehen wir eh nicht. Das ist alles hinter der Platte drin. Rein theoretisch können wir den direkt so komplett einpacken, damit das nachher auch zu ist und auch gleich als Isolierung geht. Das machen wir auch. Und zwar schneiden wir jetzt das ganze Ding hier auseinander. So, und machen wir noch ein bisschen mehr. Vielleicht müssen wir es zweilagig machen. Machen wir es ja gleich ganz aus. So, jetzt schauen wir mal, wie viel wir da brauchen. Dann packen wir auf beiden Seiten, damit wir Luft haben, das Ganze so zusammen. Ja, das ist jetzt eine kleine Herausforderung. So. So. Mehr würde ich sagen, ist absolut nicht notwendig. So, dann können wir den Rest wegschneiden. So, und das machen wir mit schönen Kabelbinder zusammen. Oh je, hoffentlich langt das gerade so. Auf der Stelle macht es ja völlig egal, das ist nur zum Zusammenmachen da. So, und jetzt haben wir unsere Stromanschlüsse. Und die, wie machen wir die am blödsten zusammen, dass die auf jeden Fall isoliert sind. Dann machen wir halt hier noch einen Kabelbinder drum. So. Einmal ein fertiger Kondensator. Fertig, ja. Schaut ein bisschen blöd aus, aber scheiß drauf, das ist genau das, was wir brauchen. Der kommt jetzt da hinten reingelegt. So. Das ist doch perfekt. Und wir haben jetzt nachher unsere Stromversorgung hier dran. Unsere Masse können wir jetzt direkt hier noch oben am zentralen Massepunkt direkt anklemmen. Und die restlichen Kabel werden auch hinter der Verkleidung jetzt direkt an den Endstufenteilen und an der Batterie festmacht. Das machen wir sehr oft. Also wenn wir 2 Endstufen reinmachen oder einen Kondensator oder irgendwie sowas, dann nehmen wir den Kondensator gleich her und nehmen den als Verteiler. Das ist völlig normal. Ein Kondensator wird auch nicht heiß. Insofern kann man den natürlich auch super so einpacken und direkt hier die ganzen Kabel rauskommen lassen. Also nicht täuschen lassen, das ist eine voll coole Geschichte. So, einmal weg und wir müssen dieses Kunststoffding hier an einer Stelle ein bisschen aufzwicken. So, das haben wir nämlich weg hier. Das bitte auch einmal. So, weil wir brauchen den Platz, um unser 20 Quadrat Kabel da rein zum Hängen. So, und jetzt können wir getrost hier wieder drauf. Okay, ich glaube, wir beschriften es jetzt nochmal richtig. Dann hat es Hand und Fuß, dann können wir die Ader-Endhülsen drauf machen, damit das auch nicht mehr so blank ausschaut. Weil noch sind die alle entsprechend geknickt, wie wir gesagt haben. Das ist immer das Plus, das Geknickte. Das passt überall noch. Jetzt wird sich wieder jeder fragen, jetzt zwickt der Trottel doch tatsächlich die Originalkabel von Audi ab. Sowas tut man nicht. Ja, vielleicht aber doch. Wenn man nämlich die Originalkabel verwenden mag,
finde ich es an der Stelle jetzt nicht allzu tragisch. Wir können die Kabel genau an der Stelle wieder so zusammenlöten, wie sie gerade auseinandergeschnitten worden sind. Das mit einem Schrumpfschlauch abdecken wieder und isolieren. Damit habe ich an für sich gar kein Problem. Wir hätten noch zusätzlich vielleicht alternativ ein Lautsprecherkabel auf das Kabel drauf löten können und hätten auch ein längeres Kabel sozusagen gleich gehabt, aber wir haben gar nichts. Wir haben das Originalkabel einfach an der Stelle so verwenden können, weil wir die Endstufe so platziert haben, dass ich mit dem Originalkabel direkt reinfahren kann. Also habe ich jetzt keinen Grund gesehen, warum man jetzt hier an der Stelle nochmal was komplizierter machen muss, als es eigentlich ist. Und abgesehen davon ist das ganze Nachmachen an so einem Fahrzeug vielleicht auch nicht was für jemanden, der das allererste Mal einen Schraubenzieher in die Hand nimmt und sagt, so, jetzt machen wir mal alles. Das finde ich an der Stelle nicht so gut, aber eben mal ganz kurz erklärt, warum Originalkabel abzwicken. Tja, und jetzt haben wir hier im Prinzip die Stromversorgung von den beiden Endstufen, die wir hier nach beliebig mit anschließen können nachher. Lassen wir die mal da hinten drin liegen. Jetzt versehen wir alle Adernenden noch mit entsprechenden Aderendhülsen. Jetzt haben wir es tatsächlich irgendwie verpennt, gerade mitzufilmen, wie wir die ganzen Kabel an dem Bose-Stecker auseinander getrennt haben. Aber naja gut, da ist jetzt nicht so viel dabei. Wir haben ja vorher schon mal geschaut, das Kabel wegmachen. Jetzt kam dann die Blopperei und haben die einzelnen Kabel definiert. Und natürlich, die kommen dann in die Endstufe rein. Und da haben wir natürlich die Aderendhülsen auch mit drauf gemacht, damit das alles gut und schick ausschaut. Dann basteln wir uns jetzt die Montageplatte, damit wir die zwei Endstufen hier ordentlich montieren können. Da nehmen wir eine MDF-Platte, ich markiere mir das gerade mal so, das geht jetzt da hoch, dann geht es auf der Höhe. So, und jetzt kommt das Ding da rein. So, haben wir unsere Aufnahmen. So würde es passen. Jetzt kommt unsere Montageplatte. Hier, jetzt werden wir also noch ein bisschen abarbeiten müssen. Aha, ne, werden wir nicht mal. Na, rein mit dir. So, Kürze. Und jetzt können wir die tatsächlich so daher machen. Kriege ich die rein und raus. Ja, schau. So. Und so montieren wir die rein. Gut, dann können wir jetzt das direkt hier drauf machen. Die Kanten nachsprühen. So, dann immer schön an die Ecken hochziehen. So, da hoch. Voila! Noch nicht ganz fertig, weil wir machen wieder mal schwarz-matt drauf. Subwoofer-Kabel ziehen wir jetzt auch gleich so unten durch, dass man das Kabel hier gar nicht sieht. Und hier kommen wir auch gleich wieder direkt unten hinten raus. Das ist doch einfach herrlich bei dem Auto.
Jetzt haben wir es. So, damit ist es auch weg von der Bildfläche und können wir, wo legen wir es lang? Hinter dem ganzen Wust, wo es niemanden stört. So, da hinten durch. Und jetzt können wir das da oben rauskommen lassen. Also dann bauen wir jetzt die Platte mal richtig ein. Und wir können jetzt die eigentlich schon mal festschrauben, so wie sie ursprünglich war. Dann haben wir das Plus bereits schon lang verlegt. Dann haben wir das Plus, das 20 Quadrat für die Helix, das lassen wir unten rauskommen. Und das andere, das 10 Quadrat für die Mosconi, die lassen wir oben rauskommen. Jetzt bauen wir erstmal das ganze Ding hier wieder ein. So, halt, das, wenn wir schon dabei sind, können wir das Kabel auch gleich darüber legen. Dann holen wir alle 3 Sachen auf einmal nachher ab. Jawohl. So, da haben wir jetzt unsere 2 Schräublein und die machen wir jetzt hier drauf fest, damit wir unsere Montageplatte jetzt richtig haben. Einmal. Gut. Wir haben ja in unserer Helix V8, also die V8, haben wir einen 10-Kanal-Prozessor mit drin, den wir jetzt erstmal anfahren müssen von unserem High-Level-Input vom Autoradio, unsere 4 mal, was weiß ich, wie viel Ausgangsleistung, unser High-Level vom Autoradio hier rein. Und das sind ja unsere gelegten Lautsprecherkabel, die wir vom Autoradio bis hierher gelegt haben. Die können wir jetzt einzeln mal legen. Front, rechts, links, Rear, rechts, links. So, dazu müssen wir jetzt erstmal alle aufmachen. Und wir fahren jetzt auf den ersten 4 Kanälen Input rein. Also das ist jetzt schon für sehr kleinen Kabelquerschnitt ausgelegt. Also der Input, der High-Level-Input von der Helix. Hier kriege ich ums Verrecken, also nicht dieses Kabel rein mit der Aderendhülse. So, das Ganze ohne Aderendhülse. So, und den können wir natürlich schon festmachen. Und naja, vielleicht können wir mal probieren, die Aderenden wenigstens mit ein bisschen Zinn zu verbinden, damit es trotzdem noch geht und die Adern beieinander bleiben. Also so knapp wie die Vorrichtungen sind für das Kabel, haben wir jetzt sogar das Zinn weglassen müssen, um zumindest das Kabel, und das hat nur 1,5 Quadrat Querschnitt, auch in die Öffnung zu bekommen. Also da finde ich es an der Stelle ein bisschen mager von Helix angedacht. Aber unterm Strich, jetzt haben wir die Kabel alle dran. Zumindest mal hier eingangsseitig für die Endstufe. Das heißt, das können wir dann später mal so anstecken. Heute andersrum. Oder? Genau, so rum. Und dann ist das da drin mal zumindest so weit angeschlossen. So, wir haben an der Endstufe den Eingang jetzt bereits belegt. Auf der Seite brauchen wir jetzt nur noch den USB-Ausgang für unseren Laptop. Und hier könnten wir später noch einen Controller anschließen, sollten wir von vorne vom Fahrersitz aus noch was bedienen möchten. Und ansonsten brauchen wir hier nichts weiter belegen, weil wir sonst keine weiteren Eingänge haben. Und auf der anderen Seite können wir jetzt gleich unseren Remote Out, der unsere D2 jetzt ansteuert, weil die Endstufe selber über die High-Level-Eingänge den Remote erzeugt und mir hier rausgibt. Und mit dem muss ich natürlich jetzt meine D2-Endstufe anschalten und auch mit einem Cinch-Kabel noch verbinden. Der Rest können wir jetzt nachher alles im Fahrzeug selber anschließen und schön verkabeln, so dass wir jetzt nur noch das Remote-Kabel erstmal anschließen und den Rest nachher im Fahrzeug machen. So, dann haben wir Remote. Alle rein. Jawohl. Und Schraube zumachen. So.
So, den können wir gleich hier anstecken. So, und den Rest bauen wir jetzt ins Auto rein. So, für so ein Langloch hier bietet es sich an, auf den Torx oder auf den Schraubendreher noch ein Bitumenböbbel zu machen und dann das so entsprechend einzuführen. Jetzt müssen wir die Endstufe da hochpacken. So. Die erste Endstufe mal so weit vorinstalliert. Und jetzt können wir die einzelnen Kabel hier anbringen. So wunderbar hier. Unsere D2 hat ja hier so einen zentralen Anschlussstecker für die Lautsprecherausgänge, also für den Subwoofer. Ich habe jetzt hier beide parallel zusammengeklemmt, beide weißen, beide schwarzen, die jetzt auf einem enden. Und diesen Anschlussstecker, den löten wir jetzt direkt drauf auf unser Lautsprecher, auf unseren Subwoofer-Kabel, das wir hier haben. Machen wir es nochmal passend, so. Und verbinden das, damit das dann ganz steckbar bleibt. So, machen wir das beieinander. Beide nochmal zusammen. So, jetzt haben wir das und jetzt können wir die Stromversorgung mit dran anschließen. Das können wir nachher auch hier gemeinsam abtrennen. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier Ader-Endhülsen. So, das ist Masse, Ground. So, jetzt passt's rein damit. So. Also, das heißt, wir haben jetzt hier das Powerkabel bereits angeschlossen, damit das ein bisschen schicker ausschaut. Nachher machen wir das noch zusammen. So. Und jetzt können wir die mal da oben drauf legen, bevor wir sie verschrauben. So. Und das ist unsere Subwoofer-Verbindung. Die können wir auch anstecken. Raus, dann sehen wir es besser. So, so rum. Jetzt könnten wir uns rein theoretisch auch gleich auf die Stromversorgung von der Helix stürzen, weil dann haben wir eigentlich nur noch unsere Lautsprecherkabel, die wir dran anschließen müssen. Das machen wir auch gleich, aber dann machen wir halt erst die Stromversorgung drauf. Einführen. Und schön mit der Schraube drauf quetschen. So, einmal. Jetzt auf. So. Drin. So, und den können wir, senkrecht ist der. So, der ist dran. Und das können wir jetzt wieder da hoch tun. Dann haben wir jetzt die Endstufe bis auf Eingangssignal erledigt und Eingangssignal kommt da irgendwo wieder raus. Das müssen wir nachher da einstecken und müssen wir da miteinander verbinden. Gut, jetzt haben wir eigentlich nur noch unsere Lautsprechersignale. Und die können wir jetzt auch alle anschließen. Gut. Alles gut. Fest dran.
Wem es jetzt gerade ein bisschen zu schnell ging, dass ja auf einmal die ganzen Lautsprecherkabel jetzt in der Endstufe bereits drinne verschraubt waren, naja, da haben wir jetzt eigentlich keine richtige Notwendigkeit gesehen, das Ganze so dauerhaft mitzufilmen, weil wir haben ja die Hochtöner und die Mitteltöner und Tieftöner festgelegt und die haben wir jetzt natürlich nur in die Endstufe angeschraubt, wo eben Kanal A und B für Hochtöner, C und D für Mitteltöner, E und F für Tieftöner und so weiter. Also ich glaube, das erklärt sich von alleine. Brauchen wir noch ein Verbindungsstück für die Ausgänge des Prozessors für Kanal 9 und 10 für unseren Subwoofer. Den können wir hier mit anschließen. So. So, einmal, zweimal und jetzt noch nach hinten. So, Eingang zur Mosconi, weil wir hier den Prozessor nutzen, auch um den Subwoofer richtig einstellen zu können zur restlichen Soundanlage. Hier der Ausgang von der Helix rein zur D2 Mosconi. Action! Einmal das Stromkabel durchschneiden, um den Sicherungshalter zu installieren, damit dass der Gewebeschlauch sich nicht noch weiter löst, müssen wir den auch wieder festmachen mit Isolierband. Dann können wir den gleich abisolieren und einmal die Tülle drüber. Da haben wir nur zwei schöne ADN-Hülsen, einmal für den hier. So. So, einmal, dann haben wir das andere Stückchen. Das tun wir ganz genauso vorbereiten. So. Gut, dann haben wir die Sicherung. Muss einmal befestigt werden. So, jetzt können wir den hier einführen und durchführen. Einmal festmachen. So, und jetzt kommt die Sicherung auf der anderen Seite festgemacht. Den haken wir ein. So, nochmal. So. Okay. Und jetzt können wir alles wieder zusammenschieben. Hier rein. So, und Deckel drauf. Das ist Sicherungshalter reinmontieren. So, und jetzt machen wir Abracadabra. Was ich jetzt vergessen habe, ist die Tülle, aber die können wir in dem Fall nachträglich mit drüber machen. So, fertig. Und jetzt schließen wir das alles noch nicht an. Wäre jetzt aber hier an den Pol zum Anschließen. Und erst wenn alles signaltechnisch und so weiter läuft und auch unseren Subwoofer und unsere Hochtöner, dann hauen wir zum Schluss auch noch den Strom auf die Sicherung drauf, beziehungsweise auf unsere Anlage. So, wir haben jetzt hier eingepinnt in die Originalpins vom Quadlock. Der Quadlock-Stecker ist hier an der Stelle nicht vorbelegt mit einem weiteren Unterstecker, sondern hier sind nur die leeren Pins zu sehen, wo ich jetzt meine Kabel, meine Lautsprecherkabel, und zwar der hier, das ist für vorne links, dann haben wir mittendrin nach oben ist vorne rechts, dann haben wir vorne hinten links und D ist in dem Fall hinten rechts. Ich habe die so beschriftet, wie unsere Kanäle am Eingang nachher von unserer Endstufe sind. Und als Beispiel nehme ich jetzt mal einen raus, den kann man hier richtig aufstecken. So. Und das war nichts anderes als ein Lautsprecherstecker, der schmale. Da habe ich dann diese Isolierung hier nochmal weggenommen, die rote, und habe einen Schrumpfschlauch drüber gemacht, dass wenn ich ihn jetzt einstecke, damit zumindest nirgendwo ein Kurzschluss ist, und ab dafür da rein. Die Stecker sind normalerweise jetzt nicht vorbelegt, weil eben das Fahrzeug mit einer Bose Soundanlage ausgestattet ist und somit die 4x50 Watt oder was weiß ich was hier drauf liegen
so programmiert sind, dass die gar nicht hier anliegen, sondern einfach nur mit Vorverstärkerausgang oder mit dem Lichtwellenleiterausgang der Bose-Verstärker versorgt wird. Und dank VCS-Umprogrammierung haben wir hier jetzt das ganze Soundsystem von Bose wegprogrammiert und unsere 4x50 Watt Sound wieder hier anprogrammiert, damit wir jetzt endlich an unser originales Musiksignal kommen, das wir jetzt in unseren Prozessor reinschicken und dann zu den Lautsprechern. So, wir schließen die Lautsprecherkabel am Radio an, da wo ja auch schon extra keine Bepinnung da ist vom Quadlock-Stecker, wo alles hohl ist, wo alles darauf hinzeichnet, dass da überhaupt gar nichts zu holen ist an der Stelle. Und man dachte, ja, nee, wir machen ja diese kleinen Pins hier rein, docken uns direkt an die Pins dran. Ja, aber Fakt ist mal, da kam kein Ton raus. So. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kriegen wir da einen Ton raus? Weil eine andere Quelle kriegen wir keine mehr aus dem Radio raus. Also mal nachgedacht, wir könnten ja das ganze Auto von der Software umprogrammieren. Und dem Fahrzeug müssen wir jetzt sagen, klar, du hast keine Bose-Anlage mehr drin, sondern du hast ganz normale Popel-Lautsprecher drin, die vom Autoradio aus bedient werden müssen. Die Variante gibt es ja zu kaufen, also muss es softwaremäßig auch irgendwie zu erhalten sein. Aber auch da hat mich mein VCDS, also das ist das Programm, wo ich auf meinem Laptop drauf habe, mal ganz kurz ins Auto reinhusche, Steuergeräte Abruf und schaue, was ist da für ein Stand drauf, was können wir anderes aufspielen. Und da gab es einfach nichts für meinen neuen Audi A6. Tot, aus. Wieder an dem Punkt, stampfen wir alles ein. Jetzt müssen wir unseren Leuten erklären, warum wir in mein Auto zu blöd sind, eine Anlage einzubauen. Ja, aber dann habe ich natürlich Händlerkollegen, schlaue Kerlchen, die mir dann doch den Tipp geben, ruf doch einfach mal bei VCDS an, also der Programmierer der Software, und schilder denen dein Problem. Die werden garantiert eine Lösung finden. Yep, und genau so war es. Dem habe ich sogar bloß eine WhatsApp geschickt. Am Sonntagabend habe ich gesagt, hey Sebastian, ich bin voll am Verzweifeln. Ich brauche eine Programmierung, die es nicht gibt. Und es ist echt ultra kompliziert. Das ist, glaube ich, ein 17-stelliger Code, den du reinhackst. Und wenn du eine Stelle falsch machst, dann kann sein, dass die Kiste danach nicht mehr läuft, irgendwelche Fehler hat, die du nie mehr korrigieren kannst. Also das war nicht ganz einfach. Der hat mir das aber dann programmiert, hat mir diesen Zahlencode übergeben und ich habe den dann eingetippt und dachte erst, Enter, scheiße, kommt immer noch kein Ton raus, scheiße, hoffentlich funktioniert meine ganze Anlage überhaupt noch, hoffentlich lässt sich mein Auto starten. Dann haben wir gedacht, okay, mach mal die Zündung aus und mach sie wieder an, bam, und dann war der Ton da. Und alles konnte weitergehen. Und jetzt schließen wir diese Kabel an und machen die Endstufe klar fertig. Und jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. Die Endstufe ist zwar relativ gut verkabelt. Also wenn wir mit den Originalkabeln so fahren, dann ist es halt jetzt einfach mal so. Was mir aber nicht ganz gefällt, weil wenn man den Kofferraum aufmacht und das Ganze zeigen will, finde ich, gehört das Ganze hier abgeschirmt und auf die Seite gepackt. Und wir machen jetzt hier einen Abdeckdeckel rein, der sozusagen jetzt hier das Ganze nochmal abdeckt und wir nur noch die Endstufe, die Helix-Endstufe frei machen. Das ist jetzt bloß eine erste Schablone, die ich mir jetzt gemacht habe, um den ersten Eindruck zu bekommen. Jetzt mache ich eine zweite, weil ich weiß, das Brett war zu kurz hier. Wir müssen bis da runter noch und das müssen wir auffüllen. Da habe ich jetzt noch ein anderes Brett, wo wir das Ganze drauf malen und nochmal neu ausschneiden. So, da unten haben wir noch 13 cm mehr, was wir jetzt brauchen von dem alten Brett. Aber das müsste dann soweit schon mal ganz gut passen. Mit ein bisschen hin und her probieren haben wir jetzt genau die Position von dem Helix-Logo ermittelt, haben das jetzt ausgesägt rund. Ich schleife es jetzt noch ein bisschen ab, wir beziehen es und wie es dann in echt ausschaut, zeige ich dann euch gleich. So, dann kommt das Brett hier rein. So, wie war das jetzt nochmal? Jetzt haben wir das da, ganz rüber. Dann erst da unten rein, genau. So. Und jetzt können wir da schauen, dass das mal mit Filz bezogen bleibt. Voilà.
So, jetzt habt ihr aber lang durchgehalten. Jetzt haben wir alles eingebaut, die Anlage läuft und ja, man stellt immer wieder fest, es ist doch nicht ganz so einfach, das Auto zu machen, also nichts für Anfänger. Aber das Wichtigste haben wir alles jetzt einbaut. Und als nächsten Part kommt echt was richtig Geiles. Wir bauen ja jetzt den Subwoofer noch ein, der fehlt ja noch. Das wird richtig, richtig cool. Und es wird dann auch noch einen weiteren Part noch geben, ganz zum Schluss, wie wir den Prozessor einstellen. Was gibt es da drin überhaupt alles, was man beachten muss? Was ist überhaupt ein Prozessor? Und ich möchte euch gleich darauf hinweisen, wir werden nach unserem letzten Teil werden wir noch einen Termin bekannt geben, wo wir eine Live-Sprechstunde machen. Wir machen das erste Mal live YouTube. Ja, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Wir laden euch dann alle herzlich ein, um Fragen zu stellen zu dem Thema Audi A6. Für alle, die die Videos alle angeschaut haben, da auch die Fragen vielleicht noch brennen und sagen, habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, können wir das alles sozusagen danach nochmal zusammenfassen. Ihr chattet dann direkt live mit mir und wir werden das danach natürlich als Podcast zur Verfügung stellen, damit das ganze Thema Audi A6 einmal komplett rund ist. Also wir sehen uns in Teil 7. Bis bald, euer Olli.